Hallo meine Foxys, ich hoffe euch geht's gut. Heute habe ich wieder ein Topmodel-Video für euch. Ich habe euch voll vermisst, ich habe jetzt schon eine Weile kein Video mehr gemacht und ich hoffe, ihr habt mich nicht zu doll vermisst. Aber irgendwie hoffe ich auch, dass ihr mich ein bisschen vermisst habt. Ich finde das Fantasy Face Topmodel Malbuch voll schön. Da sind einfach so schöne Zeichnungen drin und das Cover ist wunderschön. Und schaut mal, da sind so Masken mit dabei und ich werde heute auch so ein Topmodel gestalten. So ein bisschen so ein Fantasy-Topmodel. Oh, schaut mal, ein Bambi-Make-up. Oh, das ist voll schön. Und ich finde es auch voll cool, dass die wieder so gezeichnet aussehen. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt wirklich gezeichnet sind oder ob das jetzt auch so ein extra Filter ist im digitalen Zeichnen. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall ein cooler Look so. Oh, schaut mal diesen Zopf an. Den kann man echt mega cool abmalen. Und natürlich sind da auch wieder sehr viele Sticker mit dabei. Diesmal möchte ich das, glaube ich, ein bisschen einfacher halten und werde keine Sticker verwenden. Oder vielleicht doch, ich weiß es noch nicht. Mal sehen. Es kommt auf jeden Fall auch bald mal wieder ein Mach dieses Buch fertig Video und auch so ein bisschen Bullet Journal mäßig was. Also es kommen auf jeden Fall auch noch andere Videos. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und ich hoffe, ihr seid ein bisschen geduldig. Ich hatte viele Termine und außerdem möchte ich noch so viel Zeit mit meiner Omi verbringen, wie es nur geht. Und das überschneidet sich immer so ein bisschen und ich würde am liebsten jeden Tag Videos für euch produzieren, aber es ist momentan einfach zeitlich nicht ganz möglich. Es sind auf jeden Fall sehr viele Videos in Planung und ich habe sehr viele coole Ideen, aber ich hoffe, ihr freut euch drauf und ja, ich hoffe, ihr seid geduldig. Bei dem Malbuch finde ich das voll cool, dass die Vorlagen so komplett in Gelb gehalten sind. Das heißt, es wird nicht mehr so ein großes Problem sein, die Augen zuzumalen. Ihr wisst ja, ich male voll oft die Augen zu, also dieses Schwarze, weil ich die Pupillen manchmal gerne ein bisschen kleiner haben möchte oder halt ein bisschen anders und diesmal wird es wahrscheinlich viel einfacher gehen. Ich habe mich übrigens mega darüber gefreut, wie gut das BFF-Freundebuch-Video bei euch angekommen ist und meine Idee mit diesem Verschicken von dem Freundebuch. Ich habe jetzt schon alles vorbereitet und werde das dann demnächst verschicken. Also die meisten haben gestimmt für ja, also dass die das gerne machen möchten. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, ich verlinke das hier nochmal, also falls du keine Ahnung hast, wovon ich rede. Leute, ich kann es übrigens überhaupt nicht fassen, dass jetzt schon Mitte Februar rum ist. Also es ist schon rum, also es ist fast schon März, das heißt es ist fast schon Frühling und Sommer. Oh mein Gott, ich finde die Zeit rennt einfach so krass. Oder kommt es mir nur so vor? Ich weiß auch nicht. Das ist auf jeden Fall unnormal. Also lasst uns doch einfach mal eine Abstimmung machen an dieser Stelle. Für wen läuft die Zeit mega, mega schnell und für wen läuft die Zeit total langsam? Wer kann es kaum erwarten, bis endlich Sommer ist oder bis die Schule endlich wieder vorbei ist oder sowas. Das würde mich mega, mega interessieren. Also jetzt sieht mein Topmodel noch ein bisschen komisch aus, nicht so ganz flawless, aber das ist ganz normal. Ich finde, das Krasse ist beim Malen, also viele Menschen, die von sich behaupten, dass sie nicht malen können, sind einfach nur ungeduldig, glaube ich, weil manchmal ist es so, dass beim Malen die Sachen, die man gemalt hat, am Anfang einfach noch nicht so gut aussehen, aber es braucht halt einfach immer mal noch ein bisschen Arbeit, man muss hier was machen, da was machen und dann sieht es auch alles nicht mehr so schlimm aus und die meisten, die hören einfach an der falschen Stelle auf und dann denken sie können nicht malen, dabei stimmt das gar nicht und das versuche ich manchmal manchen Leuten so beizubringen. Mein Freund hat das jetzt so langsam kapiert, also der findet es halt immer ziemlich krass so, weil er sagt halt, ich fange halt an zu malen und das sieht irgendwie komisch aus und dann sieht es immer gut aus, was ich da hinbekomme. Und ich glaube, das ist auch das Problem bei den meisten. Die meisten machen einfach an der falschen Stelle Schluss und hören einfach auf. Also falls du da draußen immer denkst, du kannst nicht malen oder so, mach einfach mal was fertig. Vielleicht wirst du selbst total überrascht sein von dir. Vielleicht kannst du es ja doch besser, als du denkst. Ich habe mich diesmal von so einer Illustration inspirieren lassen und da sahen die Augen so ein bisschen gelangweilt aus, mit so einem übertriebenen Lidstrich und sowas. Also so,
ja, so ein bisschen cool gelangweilt, würde ich sagen. Also auf den Laufstegen oder bei manchen Shootings sieht das Make-up ja auch nicht unbedingt so straßentauglich aus. Also nicht so Mainstream-mäßig, sondern so ein bisschen komisch und manche Models gucken ja auch immer so ein bisschen ja, böse oder gelangweilt auf dem Laufsteg, aber das ist halt so die Coolness, die man darüber bringt. Also immer wenn man was Neues ausprobiert, kann man natürlich immer mal wieder enttäuscht werden und dann doch nicht so ein Ergebnis erzielen, wie man es eigentlich erwartet hätte oder was man sich gewünscht hätte. Aber das ist ja alles nicht so schlimm, deshalb probiert man es ja aus. Und ich bin jetzt bei dem Make-up noch nicht so ganz begeistert, aber es ist ja auch noch nicht fertig. Also mal schauen. Also ich glaube, von vielen von euch wird es jetzt auch nicht der Fall sein. Ich glaube, ich sehe schon ein paar böse Kommentare oder vielleicht auch nicht. Vielleicht seid ihr auch cool damit und findet es cool, dass ich auch mal was Neues ausprobiert habe. Apropos was Neues, dieses Jahr wird auf jeden Fall auch noch ein neues Intro kommen. Aber da ich dieses Intro total gerne mag und das neue Intro soll natürlich besser werden und da muss ich auf jeden Fall sehr viel Arbeit reinstecken und das dauert auf jeden Fall noch, bis ich das Thema mal angehen kann. Aber eins kann ich euch versprechen, es wird auf jeden Fall kürzer als das aktuelle. Was ich euch auch noch sagen kann, ab Montag kommt ein neues Format von mir. Da habe ich mir was einfallen lassen. Ich bin so gespannt, wie es euch gefällt. Das ist mal wieder was ein bisschen anderes. Hat natürlich auch was mit Malen zu tun, aber ist trotzdem ein bisschen anders und ich bin total aufgeregt und ich hoffe, ihr mögt das auch. Das Video ist jetzt schon gedreht, aber kommt halt eben erst am Montag und ja, ich bin super, super gespannt, wie es euch gefällt. Over and over. You cry yourself to sleep and you're colder, much colder. If only you could see. Don't you know that you're beautiful, just the way you are, just the way you came. Don't you know that you're beautiful, no matter what the scars, no matter what they say. Shout it out, louder, prouder. Ain't no one gonna hold us down, 'cause you know that. Ich habe mir jetzt übrigens auch noch was Cooles ausgedacht, wie man die Maske, die ihr hier gleich drauf machen werde, drauf machen kann, wieder abmachen kann, weil ich das so irgendwie cooler finde. Und dafür übertrage ich einfach dieses Clip-Dings da, was man in diese Ringe reinklippen kann, auf eine Folie. Und auf diese Folie male ich dann einfach die Maske. Natürlich kann man auf die Folien mit normalen Stiften malen. Da wären Folienstifte perfekt oder eben auch Acrylfarbe oder man könnte mit einem Kleber drauf gehen und einfach Glitzer drüber streuen und dann hat man auch ein schönes Ergebnis. Ich für meinen Teil benutze Acrylfarbe, weil ich das da gerade da hatte. Einfach so goldene Acrylfarbe. Ich glaube, das wird richtig cool aussehen bei dem Topmodel. Just the way you are, keep on shining. You're perfect as you are, just the way you are. Don't you know that you're beautiful? Da meine Acrylfarbe jetzt nicht so arg deckend ist und vor allem eben halt auch auf Folien nicht so arg deckend ist, habe ich mit 2 Schichten gemalt. Damit ging das auf jeden Fall sehr gut, vor allem nachdem eine Schicht drauf ist, ist das alles noch mal so ein bisschen angeraut und dadurch sieht die zweite Schicht einfach nochmal viel satter aus und viel besser. Und am Ende habe ich nochmal das Ganze mit Glitzer verziert. Solange die Acrylfarbe nämlich noch ein bisschen feucht ist, bleibt das Glitzer da kleben. Und das Hörnchen habe ich übrigens komplett
komplett in Glitzer gemacht, aber das habt ihr ja schon gesehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, der etwas andere Look hat euch gefallen und verschreckt euch nicht und ihr findet es irgendwie doof mit den buschigen Augenbrauen, mit den komischen Augen und auch mit diesem komischen Mund. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, es wird nicht jedem gefallen, aber ich mag das Bild persönlich total gerne. Es ist halt mal was anderes und nicht jedes Gesicht ist gleich. Ja, also ich find's cool. Also ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Ich hab euch lieb. Ciao!